Du möchtest den Jakobsweg laufen. Hast du dir schon mal überlegt, wie du dich vor Ort zurechtfindest? In Spanien oder Portugal ist es relativ einfach, den gelben Pfeilen zu folgen. Im Rest von Europa, wie in Frankreich oder Deutschland, gibt es diese gelben Pfeile in der Regel aber nicht. Da gibt es zwei Wegweiser für den Weg, aber man steht oft an einer Wegkreuzung und weiß nicht, wo es weitergeht. In so einer Situation ist eine App hilfreich, der du deine Route entnehmen kannst und sehen kannst, wie weit ist es noch, wie viele Höhenmeter habe ich etc. Wo du schauen kannst, wo ist die nächste Gaststätte, wo ist die nächste Übernachtungsmöglichkeit, wo finde ich eine Apotheke, wo finde ich einen Arzt etc. Und das Ganze möglichst ohne Abo und ohne Zusatzkosten. In diesem Video stelle ich dir eine App vor, die dir alles bietet. Ahoi, ich heiße Jimmy und ich stelle dir heute eine Navigations-App für den Jakobsweg vor, namens Mappy CZ. Mappy ist tschechisch und heißt Karten. CZ steht für Tschechien. Was kann die App? Lass mich dir das kurz zeigen. Ich starte jetzt auf meinem Smartphone die App. Beim Start der App richtet sich die Karte automatisch auf deinen aktuellen Standort aus. Wenn ich hier oben auf das Suchfeld tippe, bekomme ich im unteren Teil der Maske, wenn ich nach unten scrolle, eine Liste von wichtigen Kategorien von Zielen. Zum Beispiel Restaurant, Geldautomat, Unterkunft, Supermärkte etc. Ich tippe jetzt mal auf Restaurant. Gut, jetzt kann ich hier aus der Liste, entweder hier unten aus der Liste ein Restaurant auswählen oder ich gehe oben auf die Karte und schaue mal, was so in der Nähe wäre. Nehmen wir dieses hier und kann jetzt hier links unten entweder mit der Route eine Route planen, das Ganze als Favoriten speichern. Freigeben bedeutet über WhatsApp oder so die Location teilen. Tourplanen ist ein Feature, um zum Beispiel eine kleine Wanderung zu planen. Ich starte jetzt mal hier eine Route. Ich bekomme angezeigt, wie lange ich brauche für die Route, wie weit die Location entfernt ist. Und ich kann auswählen, ob ich die Route mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad gehen möchte. Ich kann unten noch eine Kategorie auswählen, touristisch oder schnell. Ich nehme jetzt mal den schnellsten Weg zum Ziel. So, jetzt sind es nur noch 6 Minuten. Und jetzt kann ich mal, ich jetzt hier nochmal kurz rein, das kleine mal scrolle, sieht man hier Start und Ziel markiert. Ich befinde mich am Start und das Ziel ist dann das Lokal. Und ich kann jetzt hier mal die Navigation starten. Ja, also jetzt könnte ich jetzt hier quasi schon loslaufen. Ich sehe links unten oder im Menü die Ankunftszeit, dann wie lange ich brauchen werde, wie viel Strecke das ist und eine Schlange. Die Schlange zeigt mir dann den gesamten Weg nochmal an. Wenn ich jetzt hier auf den Pfeil nach oben gehe, kann ich dann noch was an der Strecke ändern oder ich kann auch Einstellungen vornehmen oder den Kartenstil ändern. Zum Beispiel, ich möchte das Ganze als Luftbildkarte sehen oder ich sage, ich möchte das Ganze als eine Winterkarte sehen, zu sehen, wie es im Winter ausschauen könnte. Oder ich gehe wieder zurück auf Wanderkarte. Gut, ich möchte jetzt diese Navigation jetzt erstmal wieder beenden. Jetzt hat er den Weg aufgegeben. Ich gehe jetzt nochmal auf die Auswahl der Karte. Ich gehe mal auf die Location.
und kann jetzt nochmal auf die Route gehen. Und wenn ich jetzt hier unten das Ganze nochmal hochscrolle, dann sehe ich hier einen Eintrag für Routenwetter. Also man kann mir das auch anzeigen lassen. Kann man sagen, Temperatur, Niederschläge, Wind etc. Und dann unten sehe ich noch ein Höhenprofil, weil es vielleicht für den Weg vor Ort nicht so sinnvoll ist, aber wenn ich zum Beispiel unterwegs bin beim Wandern, dann ist das durchaus sinnvoll. Hier kann ich auch diese Route wieder speichern, gebe dann hier oben einen Namen ein in dieses Feld. Route Biergarten-Soller zum Beispiel. Und kann die dann in einem Ordner speichern, den ich jetzt schon hier angelegt habe. Zum Beispiel Münchner Jakobsweg oder meine Orten und Routen. Ich tue das mal hier anlegen. Und dann kann ich das Ganze speichern. Navigation habe ich jetzt schon einiges gezeigt. Was kannst du sonst noch machen mit der App? Ich kann hier unten links mit den drei ein Menü antippen und kann zum Beispiel meine Karten verwalten. Sehe dann hier wieder diese Ordner, die ich angelegt habe. Und dann habe ich hier zum Beispiel unter meine Orte und Routen die Route, die ich gerade gespeichert habe. Ich habe aber zum Beispiel auch den Münchner Jakobsweg mir angelegt und habe mir da einen GPS-Track importiert. Das kann ich dir auch nochmal zeigen. Gehen wir nochmal auf den Ordner. Dann sehe ich hier oben rechts den Menüpunkt GPX Import. Da tippe ich jetzt mal drauf. Und jetzt kann ich auf meinem Smartphone nach einem GPS-Track suchen, den ich mir runtergeladen habe. Ich habe euch, wenn ihr dann oben in der Infokarte schaut, verlinke ich euch noch ein Video, wo ich das mal gezeigt habe, wie man das machen kann. Und dann sehe ich jetzt schon unter Downloads hier eine mjw.gpx-Datei. Die tippe ich jetzt mal an und sage OK. Und dann schon habe ich diesen Weg da. Gut, dann sage ich jetzt, ich möchte das speichern. Fertig. Und sehe jetzt hier Beispiel den Münchner Jakobsweg als GPS. Und ich kann das mal hier, und jetzt muss ich mal nochmal scrollen, und jetzt sehe ich hier nochmal auf der Karte rot markiert die Route des Münchner Jakobswegs zum Beispiel. Der beginnt hier am Jakobsplatz in München, führt dann rüber zur Isar und beim Deutschen Museum überquert man dann die Isarbrücke und läuft dann eben die Isar entlang. Noch eine Zusatzinformation. Du kannst über die App auch eine Unterkunft suchen und auch dann gleich buchen. Ich gehe mal auf diese Kategorie Unterkunft und bekomme dann mehrere Unterkünfte angezeigt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel, sehe ich Preis und Verfügbarkeit erfragen und gehe jetzt hier mal auf diesen Menüpunkt und werde dann auf eine Seite von Booking.com für diese Unterkunft weitergeleitet. Und hier kann ich dann mein Zimmer buchen. Was ich dir noch zeigen wollte, es gibt auch hier ein Menü, wo ich zum Beispiel meine Route eingeben kann, wo ich einfach so anhand von Orten eine Route bestimmen kann und die dann auch speichern kann etc. Dann Offline-Karten, das ist interessant. Hier kann ich mir für so ziemlich jedes Land auf der Welt Offline-Karten herunterladen. Ich habe jetzt mal eine von Deutschland heruntergeladen und zwar gibt es da auch Detailkarten für die Bundesländer. Und ich habe mir jetzt einfach nur mal die von Bayern runtergeladen, das sind also 1,32 Gigabyte und habe damit alle wichtigen Informationen, die ich so fürs Wandern und Pilgern oder Fahrradfahren oder was auch immer, Autofahren in Bayern benötige. Und habe die offline auf meinem Smartphone gespeichert. Das heißt, man muss die nicht übers Internet herunterladen, sondern hat die gleich alle präsent. Alle Informationen, die man benötigt. So viel
Jetzt erstmal zu dieser App. Wo bekomme ich die App? Die App kannst du dir bei Google Play oder im Apple Store herunterladen. Sie ist kostenlos. Willst du Routen für dich selber speichern, musst du dich beim Hersteller Seznam in Tschechien registrieren. Mein Fazit. Die Mappe-App ist sehr gut durchdacht. Fuß- und Radpilgern leistet sie gute Dienste, du kannst sie aber auch für dein Auto benutzen oder für andere Zwecke. Die Offline-Karten enthalten sehr viele Details und machen es einfach, das zu finden, was man sucht. Wenn dir mein Video gefällt, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was auf Jimmys Channel passiert, kannst du den Kanal mit einem Klick auf die Muschel rechts unten abonnieren. Und vergiss bitte nicht, bei der Abonniert-Glocke alle Benachrichtigungen anzuschalten. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, ich konnte dir bei deinen Fragen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jimmy.